So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt von Władysławowo nach Weber unterwegs. Wir freuen uns, weil das der erste Hafen ist, den wir nicht... So, wir freuen uns auf den Hafen, weil es der erste Hafen ist, den wir nicht kennen. Es sind 32 Seemeilen und wir fahren jetzt aktuell 2 Knoten. 1,5. 1,5. Und El Capitano, wie lange brauchen wir denn jetzt aktuell? Noch 20 Stunden. Der Wind ist jetzt eigentlich schön stark, 10 Knoten knapp. Wir haben jetzt auch 4 Knoten Geschwindigkeit. Das Problem ist eher die Richtung. Ich müsste eigentlich dahin, aber wenn ich das jetzt da näher rankomme, killt es meine Segel. Also wir fahren am Limit, beziehungsweise sogar schon über dem Limit, weil die Segel schon so am Flattern sind. Und für eine Strecke von 3 Meilen haben wir 9 Meilen gebraucht. So, Stunde 4 unserer Reise. Ja, da geht uns sowohl der Wind aus, als auch der Kurs. Wie auch immer ein Kurs ausgehen kann. Der Platz. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen cheaten und Motoren. Ich vermute mal so eine Stunde. Dann sehen wir weiter. Wir haben noch 28 Seemeilen. Wir sind schon 4 Stunden unterwegs. Und wir haben wie viel? Effektiv 4 geschafft. Aber tatsächlich 9. Aber die 4 Seemeilen haben wir 9 umgewandelt. Oh, wir sind inzwischen bei Stunde 8 und wir haben noch 2 gute Stunden vor uns. Bisschen länger. Es ist ein bisschen zäh. Motoren ist jetzt nicht super spannend. Mittlerweile bei Stunde 9 angekommen. Wir sehen aber auch schon langsam das Ziel. Es sind noch etwa 6 Seemeilen. Wir sind mit 5 Knoten unterwegs. Also roundabout eine Stunde. Cool, das hat sich gefühlt wie eine Ewigkeit angefühlt. Nach 10 Stunden Fahrt sind wir endlich in Weber angekommen. Also, man hört auf jeden Fall was. Sehr spannende Situation hier. In den funktechnischen Sachen ist es so, dass man zuerst das Kapitanat ausrufen muss auf dem Kanal 12. Der überwacht im Prinzip diese Flussmündung, Flusseinfahrt, ob nicht größere Schiffe unterwegs sind und man eben deswegen rein oder raus fahren kann. Und dann, wenn man im Prinzip schon in diesem Ding drin ist, muss man Bosman ausrufen. Und der sagt, ob es eben Platz gibt oder wo man hin soll. Zu unserem Erstaunen fährt hier ein echtes Piraten-Partyschiff herum. Mit lauter Musik sorgt es für gute Laune. Zumindest anfangs. So, fresh. Ich habe gerade gesehen, der Bossmann macht Mittagspause.
Und gestern hat der andere Bossmann zu uns gesagt, Wasser ist ja umsonst. Da haben wir es aber nicht mehr geschafft aufzufüllen. Jetzt traue ich mich nicht mehr nach hier umsonst zu fragen. Deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und füllen jetzt schnell Wasser auf. Das ist unser magischer Schlauch. Der ist anfangs ein bisschen kürzer, aber dann wird er ja immer länger, wenn man Wasser auffüllt. Nice, mit Klicksystem. Ready? So, jetzt ist er länger geworden. Jetzt geht er ins Wasser. No! Oder es ist ein Feature. Das ist unser gesondertes Kühlsystem. Jesus, das ist jetzt so lang. Gerade eben stand Doro noch da. Und Wasser rein. Wahrscheinlich so 500 Liter, hä? Schlauch. Schrumpf. Ups. Du bist nicht die frische Wäsche. Ich reich nicht mehr dahin. Ja, das Partyboot war dann doch stündlich unterwegs und hat unsere Geduld irgendwann leicht strapaziert. So, wir haben mal im Winter die Winches gereinigt und mal neu gefettet und Ersatzteile ausgetauscht. Aber leider haben wir sie dadurch irgendwie kaputt gemacht oder nicht richtig zusammengebaut. Jetzt ist es einmal so, dass uns die zweite Stufe fehlt. Und da war es so, dass einmal konnte man das in die eine Richtung drehen und einmal in die andere Richtung. Für die Stärken. Also in die eine Richtung war es schwach, in die andere stark. Jetzt ist es so, dass es sich nur noch in eine Richtung dreht. Und das zweite Problem ist jetzt, dass immer wenn die Winch blockt, oder sogar teilweise nicht, hat man jetzt eigentlich ganz schön gesehen, dass sich hier die Schraube lockert, die das Ganze befestigt. Das hatten wir auch schon, dass dann auf einmal, anstatt dass es festhält, einfach abrutscht. Das hatte mal Doro dann die Schwierigkeit, dass hier das Vorsegel sich dann so festgemacht hat, dass wir es nicht mehr lockern konnten. Aber ich weiß leider noch nicht, woran es liegt. Gucken wir uns mal an. So, jetzt haben wir das Innere mal gelöst. Das ist verkehrt. Und wir haben den Fehler gefunden. Deshalb rutscht sie. Das ist nicht richtig. Falsch rum. Zahnrad, Technik reingesetzt. Und zwar bei beiden Winchen. Ausgerechnet da, wo man die ganze Winch abmontieren muss. Okay, wir haben jetzt den Fehler festgestellt. In der Zeichnung ist dieses eine Zahnrad andersrum eingezeichnet. Und wir hatten es deshalb andersrum drin. Und dann greifen die Ärmchen nicht. Also, weil wir uns an die Zeichnung gehalten haben, war es falsch. Scheiße, gell? Als nächstes dichten wir das wieder neu ab mit dem Butyl und schrauben es wieder dran. Und dann Zeit für die nächste Winch. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Lidl, kurz mal unsere Vorräte auffüllen. Und irgendwie hat uns Google ein bisschen komisch geführt. So mitten im Nirgendwo. Wir kommen langsam raus. Auch Klassik Polen. Fahrradweg, 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 fertig. Guckt, wie er weiterkommt. So, kurz noch funken, dann ging es endlich weiter. Nächstes Ziel,
Darłowo. Kapitana Weber. Wypływamy z 2 osobami do następnego celu Ustki. Tak, 2 osoby do Ustki, proszę. Bardzo dziękuję. Lecker, lecker Bohnensalat. Tidin. Frisch von der Köchin zubereitet. Dein ist Ustka. Tschüss Ustka, wir kommen nicht zu dir. Wir mögen dich nicht. Doch ab Ustka wurde es ungemütlich. Wind und Wellen legten ordentlich zu. Und nach 12 Stunden Fahrt sind wir zum Glück heil angekommen. Es ist 11:30. Zeit ins Bett zu gehen und morgen Bericht zu erstatten. So, kurze Highlights zu unserer gestrigen Reise. Also wir hatten 14 Stunden Fahrt, 52 Seemeilen. Ich glaube 13,5 davon sind wir unter Motor gefahren. Das war viel zu viel. Eine Stunde vor Darłowo ist uns der Motor abgekackt. Irgendwie hat Darłowo das bei uns, weiß auch nicht warum. Die Vermutung wäre, dass wir eventuell ein Netz mitgenommen haben. Schauen wir uns vielleicht heute mal an. Ja, und Monsterwellen hatten wir. Also wir hatten kurz nach Ustka, fing es an, weil wir haben Ustka übersprungen. Richtig krasse Wellen. Ich schätze mal so 1 bis 1,5 Meter. Und es wurde nicht besser. Als uns der Motor abgeschmiert ist, waren wir deshalb auch ein bisschen in Panik. Wir haben dann nur unter Vorsegel geschaut, dass wir das irgendwie... Also ich hab gesteuert, Doro war dann im Motorraum. Das war ein Tag. Es war auf jeden Fall definitiv zu viel. Wir haben uns zu viel zugemutet. Wir hätten in Ustka einen Stopp machen sollen, auch wenn wir Ustka nicht mögen. Wir haben auf jeden Fall daraus gelernt. Die letzten 30 Minuten, es war so 22:30 Uhr, wurde es dann schon so dunkel, dass man auch nichts mehr gesehen hat. Was auch nicht so geil war, weil die Wellen eben so groß waren, dass ich dann nur noch nach Gefühl steuern musste und dann fing ich halt auch schon an, panisch zu werden. Aber wir waren super froh, dass wir dann endlich in den Hafen konnten. 20 Minuten bevor die Brücke geöffnet worden ist, sind wir reingekommen. Doro hat uns noch an einem Poller befestigt und festgehalten, bis die Brücke dann aufging und dann sind wir durch. Und wir waren dann einfach mit dem Tag fertig. So, genug gejammert. Zeit mal ein bisschen die Stadt zu erkunden. Let's go.
So, wir hatten bei der Fahrt davor war die Vermutung, dass uns eventuell ein Netz ins Ruder, in den Propeller reingelaufen ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit unserer Unterwassercam aufzeichnen können und schauen, ob da was ist. So macht man Frauen glücklich. So, hallo meine lieben Mitglotzerinnen und Mitglotzer. Es ist soweit. Doro schenkt mich über die Planke. Ich war nicht artig genug, beziehungsweise eigentlich unser Motor. Denn kurz vor der Rovo hat er an Leistung verloren und wir vermuten, dass sich da irgendwas verhangen haben könnte in unserem Propeller. Das heißt, ich muss jetzt mal abtauchen und schauen, ist da was oder ist da nichts. Damit es flutscht. Ich muss mir ein bisschen Vaseline auf die Mustache draufschmieren. Mein Schatz gesagt. Dann sehe ich sexy aus. Mehr. Nein. So. Ich habe Vaseline Mustache. Der Hafen ist nicht nur kalt, es ist richtig kalt, es ist auch richtig eklig. Oh, das ist eine Scheißidee. Oh nö. Der Propeller ist nix. Und an der Welle? Alter, bin auch nicht. Nix. Nee. Dann kannst du rauskommen. So eine kurze warme Dusche gehabt. Ja, die gute Nachricht ist jetzt, es ist nichts in unserem Propeller. Die schlechte Nachricht, wir wissen nicht, warum unser Motor abgeschmiert ist, beziehungsweise vielleicht ist es auch schon weggeschwommen, was für ein Propeller war. Wir wissen es nicht. Ich hoffe, wir finden es aber auch nicht so bald raus. Naja, jetzt heißt es aufs gute Wetter warten, damit wir weiter können. Zuerst hat es fast die ganze Zeit geregnet. Und dann hat der Wind richtig aufgedreht. Also beschlossen wir, in der Rovo noch ein wenig länger zu bleiben.